Das ist Steffen Bürger von Faithblog. Der Untergang der Titanic ist ein tragisches Ereignis. Es wurde mehrfach verfilmt, Musikstücke wurden verfasst. Viele Menschen hat es berührt. Und der Untergang der Titanic ist nicht nur ein geschichtliches Ereignis, er ist auch ein prophetisches Zeichen für die Folgen von Selbstüberschätzung und Kälte. Die bisher allgemeine Meinung ist, das Schiff hat sich an dem Eisberg aufgeschraubt und beginnt zu sinken, bis es untergeht. Ein Schiff, das als unsinkbar galt, geht unter. Es gibt nicht genug Rettungsboote, Menschen müssen im Schiff bleiben, meist nur Frauen und Kinder konnten gerettet werden. Was könnte die Titanic prophetisch repräsentieren und für was könnte sie stehen? Bevor ich darauf weiter eingehe, klick doch auf den Like-Button und abonniere meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst, und verbreite das Video. Und schreib doch in den Kommentar. Ich bin sehr gespannt darauf, was du darüber denkst. Und nochmal zu der Frage, was könnte die Titanic prophetisch repräsentieren und für was könnte sie stehen? Ein Schiff, das kann für eine Organisation stehen, für einen Betrieb. Die Titanic kann ein Sinnbild für eine Gemeinde sein. Sie könnte eine Konfession repräsentieren. Die Titanic kann für einen geistlichen Dienst stehen. Sie kann aber auch für eine Person stehen. Sie kann sogar für ein Land stehen. Und wenn ich so manche Stimmung in Deutschland und in der Welt wahrnehme im Moment, dann glaube ich, fühlen sich manche, als seien sie auf der Titanic. Die Titanic galt als unsinkbar. Sie ist aus hartem Stahl und Stahl wird von gefrorenem Wasser aufgeschlitzt. Reisende und Mitarbeiter der Titanic hatten sich auf diese äußere Sicherheit verlassen und wurden dann eines Besseren belehrt. Leider zu spät. Wenn es technisch möglich gewesen wäre, was wäre denn passiert, wenn doch die Titanic solche Heizkörper an ihren Seiten gehabt hätte, dass sie nicht hätte aufschrappen können, sondern Heizkörper, die so stark sind, dass der Eisberg zum Schmelzen gebracht worden wäre. Wäre das nicht ein prophetisches Zeichen für die Liebe gewesen, die Unglück abwenden kann? Die Liebe, die ein Feuer entfacht, das eine Wärme erzeugt, die jeden Eisberg und jede harte und scharfe Kante zum Schmelzen bringen würde. Wie wird denn diese Liebe praktisch und wie wird das Feuer Jesu entfacht? Dadurch, dass du die Beziehung zu Jesus pflegst. Und dazu heißt es im Jakobusbrief in Kapitel 5 in Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also das Gebet dessen, der Jesus kennt, vermag viel, wenn man es im Gebet ernst meint. Und wie meint man es denn ernst? Das heißt, wenn man betet und das glaubt, was man betet. Aus dem Gebet wächst die Beziehung zu Jesus und aus der Beziehung zu Jesus entfacht Jesus sein Feuer. Es ist das Feuer Jesu, welches die Gegenwart Gottes verbreitet. Es ist das Feuer Jesu, welches das Licht Gottes versprüht. Es ist das Feuer Jesu, das die Gegenwart Gottes freisetzt. Es ist das Feuer Jesu, das die Dunkelheit durch das Licht Gottes vertreibt und die Spreu vom Weizen trennt. Dieses Feuer Gottes kann Organisationen retten. Dieses Feuer Gottes kann Gemeinden retten, indem Gemeinden wieder nach dem Wort Jesu leben. Und dieses Feuer kann Konfessionen wieder zu einer Jesusbewegung machen. Und dieses Feuer Gottes kann einen geistlichen Dienst retten, indem Leiter, die nicht das Wesen Gottes repräsentieren, umkehren und sich in Demut dem Willen Gottes beugen. Dieses Feuer Gottes kann aber auch für eine Person stehen, die umkehrt von ihren dunklen Wegen und sich Jesus ganz neu hingibt. Dieses Feuer Gottes kann sogar für ein Land stehen. Wenn es sich ausbreitet, dieses Feuer, begegnen viele Jesus und Gottes Schutz und seine Gegenwart und sein Schutzschild stehen über der Nation. Und wie der Jakobusbrief sagt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und das steht im Markus-Evangelium in Kapitel 9, Vers 23. Ja, vielen Dank fürs Anschauen. Und jetzt noch einen Klick auf den Like-Button und auf den Abo-Knopf, damit du nichts mehr verpasst. Und schick doch den Link an andere, damit viele sich dem anschließen und sich das Feuer Gottes verbreitet. Und schreibe einen Kommentar. Das war Steffen Bürger von Faithblog und ich wünsche dir eine mega starke Woche. Tschüss.